24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Herzlich willkommen zur zweiten Tageshälfte des zweiten Tages der Gruppe D. Wir sind jetzt doch eine ganze Ecke gefahren von dem Hechtspot und sind jetzt hier gerade angekommen. Ich habe meinen ersten Wurf gemacht und hier heißt es jetzt ganz klar und deutlich Ziel Barsch. Ob mir das gelingt, weiß ich natürlich nicht. Die Strecke ist auf jeden Fall gut. Die hatte ich im Training angetestet. Wir hatten 3 schöne Barsche, auch einen Mitte 40er und einen auch so ein Mitte 40er auch ausgestiegen. Ob die jetzt heute aktiv sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe mir 2 Routen mitgenommen. Also eine recht aktive Route nur zum Leiern und eine Route, die ich dann ja vielleicht jigge oder vielleicht mal mit einem Skirted Jig und dem Finesse Filet Craw dann hier die Packung hochkratze. Deswegen auch die Warthose. Weil die Warthose ist auf jeden Fall förderlich dafür. Dann kann man nämlich einen guten Meter reingehen. Und dementsprechend hoffen, dass man doch besser über die Kante kommt, weil die ist schon sehr hängerträchtig. Aber egal, wir versuchen alles hier für einen großen Barsch, damit ich den kleineren aus der Karte schmeißen kann. Also diejenigen unter euch, die für mich mitfiebern, danke fürs Daumendrücken. Enricos Plan ist also klar. Der Tabellendritte möchte seine letzte Schwäche, nämlich den kleinen Barsch vom Vortag ausmerzen und damit die nächste Runde erreichen. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Spielstand in Gruppe D. Hauchdünn vor dem LMAB-Produktentwickler liegen momentan Jonas Töllner für Quantum und Stroft Pro Staffer Flo Hassenflug, die wie Enrico beide schon eine Fullcard vorweisen können. Hinter dem Trio befindet sich Didi Isayash in einer brandgefährlichen Lauerstellung. Dank der beiden größten Zander und des größten Barsches der Gruppe könnte dem Garmin-Repräsentanten aktuell bereits ein kleinerer Raubfisch, egal welcher Art, zum Sprung von Platz 4 auf 1 verhelfen. Für Berkeley-Vertreter und Lokalmatador Alex Trappas lief Tag 2 bisher ähnlich frustrierend wie der erste Tag. Fred Julien von Headbanger Lures, der momentan 5. ist, konnte heute immerhin schon einen guten Zander in die Wertung bringen, braucht aber dringend weitere Fischarten. Hi guys, so last episode, entering the last 4 hours, trying desperately to make a perch and a pike. I don't know about the other team today, what they do, but definitely this zander this morning was a good help for me, if I managed to get a full card. And after, you know, it's a little bit up. Oh, that's a nice one. That's a nice one. Guys! Yes. Woohoo. So, again, what I'm saying, it's a good start. It's a good start. Okay, that's an improvement. 57, we're right. Good. Yes. Time to report. Ein Hecht oder ein Barsch hätte vermutlich für noch mehr Begeisterung gesorgt, doch auch dieser Zander hilft Fred weiter. Mit nun 4 Fischen auf dem Board bleibt der Franzose im Rennen. Selbst Tabellenführer Jonas ist momentan noch einholbar und das weiß er auch. Da war was, aber wieder nur so ein Schnieps. Ja, also
Die Hälfte des Tages ist jetzt rum. Richtig gut upgraden hat bisher nicht geklappt. Ich habe hier im unmittelbaren Umfeld auch noch 2 Hechtpolder, die ich relativ schnell ein paar Würfe machen kann und gucken kann, ob da irgendwo was ist. Leider kein Fisch. Fühlte sich erst an wie ein Fisch. Genau, also Zander haben nicht sonderlich viel Bock. Also ich hatte ein paar Bisse, aber nichts Dolles. Also einen kleinen, der vorne ausgestiegen ist, das macht nichts. Aber ja, jetzt müsste man wissen, was die anderen gefangen haben. Ob ich mich noch ausruhen kann oder ob die schon alle an mir vorbeigezogen sind. Ich habe halt keine Ahnung, die Gruppe ist heute gesperrt. Man weiß nicht, was die anderen fangen. Ich bin auf jeden Fall noch nicht ganz zufrieden. Ich möchte noch einen Fisch haben, der auf jeden Fall über 70 Punkte bringt. Schauen wir mal, was noch kommt. Also knapp 4 Stunden habe ich noch. Ich mache weiter. Drück mir die Daumen. Einer, der ihn gerne überholen würde und dafür nicht mal einen großen Fisch bräuchte, ist Didi. Fisch. Ach. Den werden wir nicht messen. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Heißt ja nicht nur, wenn man in der Angelindustrie arbeitet, dass man zu viel Köder hat, ne? Direkt hier im Loch stand er. Gut. Vielleicht kommt ja dann ein größerer. Gucken wir mal. Ich bin schon sehr neugierig zu hören, was die anderen gefangen haben tatsächlich. Am ersten Tag haben wir es ja erfahren, heute nicht. Bei mir läuft es durchwachsen. Deswegen bin ich natürlich gespannt, läuft es bei den anderen auch durchwachsen oder fangen die hier Fisch an Fisch? Ja, immer spannend. We've had absolutely zero response on the plan that we have made. And it's a little bit disappointing. So I've done some pre-fishing yesterday on the Amsterdam Rhine Canal, short trolling with crankbaits, and it's the last thing I want to do. It's not what you guys want to watch, it's not what I want to do, but we need to get some fish. And in these conditions, when it's really tough, the only thing we need to do now is just get moving, get walking, get the crankbait in the water, cover some ground, and hopefully we'll get some fish. Yesterday we got a few nice fish, exactly the species that we need, so let's go for that. Last resort. I mean, it seems like I've got the Dutch curse or something. And it's actually it's something that the guys have been talking about. Although we are fishing in Holland, there hasn't been a single Dutch angler that has progressed to the next round over, 7 tries or something. So I don't know if it's true, and I hope to break it here by getting really lucky. But otherwise we can always blame it on the Dutch curse. So I've got a crankbait on, a small one, and I'm just gonna trench it along the bottom, stir up some sand, annoy some fish, and hopefully we'll get one. So stay tuned. Really nice bite. Super nice tunk. And it felt like a perch for a second. Oh, it's a big perch. Oh yeah. Oh, it's a nice perch.
We go on, is it straight? Close the mouth. Yeah, it's 42 on the dot, right? We'll slide it back real quick with our hands. The wall's not that high here, so beautiful fish, and off it goes. Die ungeliebte Technik bringt sofort einen Fisch, und zwar einen richtig guten. Zweite Fischart, wieder eine gute Größe. So kann es definitiv weitergehen. So now the only missing one in terms of species is zander. One that we tried really hard this morning to get on our bridges, where I was pretty sure we'd get one. We didn't. So now all we need is just a little bit of luck and hopefully get a zander here, maybe a 50 centimeter something. And then we're free to catch 3 fish. So that's the goal, and we're on schedule. So let's keep it going. It's nice, huh? How one fish can change your mood. I was sort of depressed this morning, and now I'm feeling it. So the lure, Berkeley Dex Trencher. This one is 5.5 centimeters, and it's really good. It's got a stabilizing disc in the lip. It casts like a rocket, and it's really good for bouncing it off structure here. I've taken a Wagasaki collar, so super natural collar. I've tried a lot with Fire Tiger yesterday. I've tried with some natural collars, and natural collars really stood out. So I'm sticking with this one, and it's also my favorite collar, which is also important, gives me confidence. So we'll give her a swim again and see if we can get another one. Let's go. Oh, missed it. It's not big zone, but everything is there. Oxygen, stream, counter stream, backwaters, you know, so this is obviously hot spot anyway, so they are there. Just maybe they have some peak of activity at a special time of the day. And here what I don't like is the water is a little bit muddy, which is not usual there. Oh, they are there. Perch are there. Sure. The net is behind you. Wrong species again, but it counts. I'm the Sondermaster. I'm the Sondermaster. Let's measure it. You will go back to water after. No improvement. 49. I need to think about the next spot. Fred fängt, doch aufgrund der ausbleibenden Barsche und Hechte denkt er über einen weiteren Spotwechsel nach. Auch Didi hat sich gerade neu positioniert. Shetty Slim soll's richten. Das ist ein sehr bekanntes Buhnenfeld, das sieht man auch anhand der vielen Angler, die hier sind. Wenn man sich das auch wiederum mit Navionics anschaut, wird man sehen, dass das sehr tiefe Buhnen sind. Und gerade bei einem geringen Wasserstand, wie das momentan der Fall ist, sind da immer noch genügend Freiräume für die Räuber. So, jetzt schauen wir mal. So, jetzt sind wir noch ein bisschen hochgegangen von der Größe. Größeren Chatter, schwererer Chatter vor allem, um ihn tief in der Strömung hier zu halten, wenn die Fähre hoffentlich bald ablegt, wenn hier noch ein Auto kommt. Und dann schauen wir mal, ob wir was erwischen können hier. Das ist ein Krautfeld. Ich hoffe, dass da ein Barsch drin steht. Deswegen führe ich den da leicht drüber, leicht rein. Es hat eine schöne leichte Trübung hier, das Wasser. Das gefällt mir wirklich gut. Das haben diese Fähren immer so an sich. Dass hier immer ein bisschen Verwirbelung und Nahrung im Wasser ist. Das Feld rückt weiter zusammen, denn während Alex und Fred Punkte machen können, passiert bei den 4 vorne liegenden Anglern zuletzt wenig. Auch bei Enrico. 3 Stunden für einen großen Barsch. Dann, naja, 3 Stunden. Ganz entspannt, wie beim Hechtangeln auch. Stiefel einfach durchziehen, beim Plan bleiben
Was ich hier an dieser Strecke mache, ist, ich variiere halt zwischen der Spinning- und der Casting-Route. Einmal die 21 Gramm Rodfather Casting, 2,13 Meter lang, schöne feine Spitze, also das ist echt eine tolle Route sowohl zum Twitchen als auch zum Leiern von Spinnerbaits oder Chatterbaits. Und wenn ich damit alles abgefächert habe, hier mit dem Multivibe, mit dem 1.0er, dann gehe ich ein bisschen ins Wasser, versuche dann einmal die Kante lang nochmal wirklich vernünftig auszufischen, auch ruhig absinken lassen vor der Kante, also richtig tief absinken lassen bis auf Grund. Und dann mache ich den nächsten Abschnitt wieder mit der Spinning und dann jigge ich und jigge dann vor der Kante ein bisschen tiefer, also so, dass ich eine Variation habe, alle 20, 25 Meter zwischen aktivem Köder mit viel Krawall und einem relativ gemächlichen Köder mit dem Gummifisch halt dementsprechend, der ja, nicht so viel Druck hat, der ein bisschen unauffälliger ist. In diesem Fall habe ich jetzt die Finesse Filet Craw aufgezogen auf einem Offset-Haken, 10 Gramm Tungsten, dass ich auch schön schnell in die Kante runter sinken kann. Und ich hoffe, dass eins von beidem irgendwann den doch so heiß begehrten und lange ersehnten Barsch bringt. Im Training hat es funktioniert. Beides, Gummi und Multivibe. Jetzt ist ernst. Warum fangen Blinker und Spinner immer noch so gut? Weil sie unter Wasser blitzen und blinken wie echte Fische. Und warum fangen Gummifische so gut? Weil sie so unglaublich vielseitig einsetzbar sind. Wir bei LMAB haben diese beiden Welten zu einer kombiniert. Die erste auf dem Markt erhältliche Serie, die durch ein spezielles Hitzeverfahren ein komplettes Chrome Painting auf Gummiköder bringt. 4 Köder, einzigartige Chrome-Dekore. Auch bei uns ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist Chrome. Drunk Dancer, Drunk Bait, Köfi Bleakshad und Köfi Perchshad. 4 Köder in einer Edition. 16 verschiedene Modelle. Die LMAB Chrome Edition. Ab sofort in euren Tackle Stores. You see, I was so confident we'd get a nice perch here. That's why I didn't try really for perch this morning. I just went all in for zander, and that didn't work out. So what we need to do is keep track of the time and then just see how the day progresses. And if we need a zander, we need to have a last minute plan. But let's first catch some more fish. So off we go again. Come on, fishing god, lift the curse. So the weirdest thing that I ever caught doing this is an eel on a crankbait, and it was a big one. It was like 80 centimeters, and trying to get that thing off a hook was insane. But it just goes to show that it's, well, as you've seen in previous season, it's a really effective way of fishing. So, now don't come back without a fish now. See you later. Yeah. I was literally just thinking, I hope we don't hook up in here. Oh, nee.
It's a pike. We'll get him on there real quick. Measure it. So the nose is against the board. 60, 62. Okay, with it. And we'll put him back real quick. Yes. My heart was pounding because it felt like a zander. I was like, yes, 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 zander, zander, zander. But no, pike. And then I made a stupid move and my net broke, which is not that bad because I think I can still reach it. So at least we've got another fish, and that's the most important. So I didn't blank on the first day, and I did better the second day than the first day. So far, it's not a massive success, but there's a little bit of improvement. And route fishing, that's always nice. So this was the catch machine, so to say, another pike. Really happy with that. So now we've got 2 pike on the board, a nice perch on the board, and we stay hunting for that one zander. So let's get cracking again. Alex hat noch lange nicht aufgegeben. Der 3. Fisch auf dem Board, Abstand nach oben weiter verkürzt, was auch daran liegt, dass Flo und Co. aktuell nicht allzu viel gelingt. Und jetzt werden wir ein bisschen Strecke machen und die Fische aktiv suchen. Hoffentlich stehen sie an der Kante und nicht unter der Kante. Und zwar mit Crankbaits. Die werden wir schön auf die Steine klackern lassen. Das hat im Training immer gut funktioniert. Dann hoffen wir, dass irgendwo ein guter Barsch dabei ist, der Lust auf einen schönen Crankbait hat. Mal schauen. Man muss ja manchmal über seine Schultern gucken, was so hinter einem ist. In der Tabelle glaube ich das nicht, dass er hinter mir ist, aber ich habe hier eben 2 Gestalten auf der Steinpackung laufen sehen und das, ich denke, es ist Florian Hassenflug. So wie angenommen hat sich das bewahrheitet, dass wir uns doch nochmal sehen heute. Wie ich eben schon am Kennzeichen erkannt hat, ist der Herr Di Ventura hier auch auf der Ecke unterwegs. Wir haben anscheinend eine sehr ähnliche Strategie heute gewählt, aber mal schauen, ob seine genauso erfolgreich war wie meine bis jetzt. Na, wenn er schon ein paar schöne Fische gefangen hat, würde es mich natürlich freuen für ihn. Ja, ich hoffe jetzt nur nicht, dass er an mir vorbeiläuft. Also, weil er ist jetzt nicht mehr auf der Steinpackung. Wenn er jetzt natürlich Strecke macht und an mir vorbeiläuft und vorweg fischt, das fände ich nicht so cool. Aber gut, werden wir sehen. Ist jetzt bis jetzt nur Vermutung. Oder Angst. Kann man auch so sehen. Von Enricos Angst zu Didis Nervosität. Zu viele Ideen können nämlich auch ein Problem sein. Ja, und da waren sie wieder, die 2 Probleme. Man kennt so viele Stellen in Holland und man weiß nicht, wo man hinfahren soll, weil sie irgendwie alle gut sind. Und wir gucken mal, was das Bauchgefühl bringt. Ich habe jetzt ich gehe voll auf Risiko. Die letzten 2 Stunden werden wir doch am Wal bleiben. Gucken wir mal. Back to polder. There I know that I will not be annoyed by a zander. And I take the opportunity here to have a less grass and a little bit more open water to test top water. Hast du gesehen? Ein kleiner. Lass ihn vielleicht 50 gehabt haben, wenn es hochkommt. Das bringt uns nichts. Oh! Das war er wieder. Naja, wenigstens mal, damit ich euch zeigen kann, dass hier auch ein Hecht drin ist. Geiler Biss gewesen, wa? Aber wieder nicht groß, ey. Das war aber auch wieder keiner, der uns reichen würde. Ja, jetzt angle ich hier eine Dreiviertelstunde, würde ich sagen, ungefähr auf Hecht. Im oberen Teil waren ein paar Kontakte, aber alles Fritten. Also alles wirklich, ja, 40 bis vielleicht 60er Hechte. Hier in dem größeren Abschnitt jetzt nicht einen Kontakt mehr gehabt. Ich habe noch 2 Stunden Zeit.
Es ist unverändert geblieben, 66 cm oder 66 Punkte muss ich upgraden. Ich werde noch mal zurück in die Stadt fahren und gucken, ob ich da noch einen Barsch oder einen Zander fange. Also jetzt noch mal irgendwie in 2 Stunden einen großen Move zu machen an einen anderen Polder, beziehungsweise ja, Polder würde ich wahrscheinlich am ehesten dann noch mal machen, aber halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Also dann fische ich das jetzt hier lieber und verschenke nicht noch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde im Auto. Deswegen, also es wird jetzt gleich wieder zurück in die Stadt gehen. Ich mache jetzt hier noch 5 bis 10 Minuten und dann noch mal 1,5 Stunden Zander und Barsch an den Brücken versuchen. The things I do for fish. So much effort and not getting paid. Super nice bite. I'm gonna really slowly, it's in the surface spiky again. Oh, please don't do this. Oh, yes, we've got it in. Oh, yes. 53? 53 confirmed. Okay. We'll put it down real quickly. Thank you. So, 4th fish. Really happy with that. It's actually going super according to plan. But the weird thing is, you would fish this canal to get a zander maybe. This is not a typical pike water. But for some reason, the pikeys can't leave us alone. Maybe it's the fire tiger color, I don't know. Yeah, it's 2 o'clock. We've got 2 hours to go. I need 2 fish, of which 1 zander, to fill my cart. So hopefully the comeback is on. We're gonna lift the Dutch curse, and we're just gonna hammer it. So keep walking. It's hot. It's really hot. So we're having a nice and ice cold drink, and I'm starting to believe a little bit, which might be super stupid, but it's going all right. I've got 2 hours. I've changed my net. I've got my big pike net, which is heavy. It's large. It's not the most convenient thing here to use, but I'd rather not risk it with half a street fishing net. So what we'll do is we'll just keep walking, and as soon as we get another fish, which is not a zander, I'll need to look at a plan that we might have to go casting for them or something. But best case scenario, 50 meters further, I hook a 65 zander, and then 20 meters further, I hook something else, whatever. So let's get going. Alex ist wieder voll im Rennen, er braucht aber dringend einen Zander. Die Fischart braucht Fred hingegen überhaupt nicht. Nachdem auch der letzte Versuch auf Hecht wieder keinen Fisch brachte, probiert er es jetzt wohl wieder auf Barsch. So, let's see if I can still manage to find perch. I used to be good at fishing perch. I'm not casting on this quay. This quay is really deep, and I choose this side of the river because of the shadow of the tree. The shadow of the tree and the quay. For me, it's a good shelter when you have like a super warm day. So think about that when you have the choice. Try to experiment and see if you get them on the shadow side or on the sunny part. Of course, it depends on the season. But now we are entering the really warm months. So I really trust that they're going to search for the shadow in the middle of the day. So that's the reason I'm fishing there. And I know there's perch, there's zander as well, but there's perch, definitely. So I'm trying to get a perch. I'm going to change. Yeah, I was doing like trolling my bait on the bottom, slowly. But I get no indication of fish. So now I'm going to fish a little bit more aggressive with a darting jig head, same as in the previous episode, and see if I can get
reaction bite by just jigging it really hard. So I'm going to change rod for that. I like long rod like this one, the Aeon 270 for walking on the quay or fishing from the shore, because especially when you have a lot of depth under the quay, you need sometimes to really, you need some amplitude to follow the fish by the time you're going to net it. Especially today we are alone to net them, we have no help, and a long rod is really convenient to really follow the fish. Ein Barsch, mehr wollen wir gar nicht. Einen einzigen Barsch, um den kleinen rauszuschmeißen. This is not working. I'm thinking what to do. Eineinhalb Stunden Restzeit. Keine einfache Entscheidung. Da sind wir wieder. Should I stay or should I go? Entweder ich angel das hier aus oder ich muss mir noch mal irgendwas anderes überlegen. Aber ich weiß nicht, ob ich noch eine andere Idee hätte tatsächlich. Also eine echte Idee. Ja, was ist der Plan? Ich habe hier keinen einzigen Biss bekommen. Es sind auch Angler mit Booten hier und ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde trotzdem noch einen ganz kurzen Move machen, ist nicht weit fahren und dann alles auf eine letzte Karte. We're gonna go to a place we started, I think it was last year or something. On this side, there's 2 years ago. We start in the morning on a lake, like a beach. I hope it's not too much people there, bathing but where I want to go, it's some grass and stuff, so people normally don't go there. And there we can make pike and perch, because if not, we need to drive to one pike place, fish for pike, take the car again, go, and my last place for perch, we need to walk like a good 10-15 minutes. So we're gonna lose a lot of time finally, and there it's right there, so fast, maybe 10-15 minutes drive. Super annoyed that the plan this morning didn't work out, because the plan this afternoon went exactly as expected. 2 pike and a perch. That was literally what I was banking on. And then this morning it was annoying that the zander didn't go, because I was thinking, right, this morning we'll get 2 zander, afternoon we'll get a perch, and that was the first fish here, and then we'll catch probably 2 small jack pikes, and then we've got a full cart. But as you've seen in the previous episode, that didn't go to plan. Ich möchte eigentlich zwingend den großen Barsch raushaben. Aus dem Wasser. Den kleinen Barsch aus dem Scoreboard und den großen rein ins Scoreboard. Aber erstmal aus dem Wasser, das ist schon richtig. Vielleicht müssen wir mal anrufen beim Militär und fragen, ob die wissen, wo die Barsche sich hier verstecken. Vielleicht haben die einen Durchblick. Wo sind die Barsche? Schwierig, schwierig, schwierig bei der Hitze. Wenn das ein Barsch ist und kein Zander. Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Der hängt knapp. Hoppa. Na.
Jawohl. Ah, kein Monster, aber ein Barsch, Leute. Jawohl. Geile Nummer. Ah. Oh, war das tough. 3 Kilometer ohne Fisch. Oh. Ja! Einen Chatterbait weggeknallt von Christopher Jung. Chris, vielen Dank für den Chatter. Den hat er mir nämlich mal gegeben im letzten Jahr beim YPC und meinte, auf den fängst du einen großen. Kein Monster, aber ey, bei dem Wetter ist das ein geiler Fisch. Den messen wir jetzt mal. Hammer. So, mal ran. Nee, ist auf genau da. Kommt nicht auf einen halben, ne? Nee. 36. Aber wo einer ist, ist vielleicht noch ein zweiter. Ich freue mich. Ein 36er Barsch. In der Hitze auch die schwierig zu fangen. Den setzen wir jetzt ganz schnell zurück. So. Da geht er auch schon weg, ist er. Oh. Enrico will ihn, Flo bekommt ihn und das ganz in seiner Nähe. Der Norddeutsche verbessert sich um 5 Punkte, wodurch er an Jonas vorbeizieht und sich die Tabellenspitze schnappt. Fred setzt unterdessen alles auf eine Karte. So, we arrived to the last spot. We're going to spend 1 hour there. We need some magic. Some magic need to happen there. I need 1 perch and 1 good size pike. And there are both of them there. But we need to find them. Maybe some of you wonder why I'm not using the classic like headbanger shad or the firetail from headbanger, and I'm much more using lizard, banger crow, or the banger bug, because in fact we are early in the season, and I really believe that if I want to make numbers and if I want to get more strike, I need to fish a little bit smaller than big. So if I was confident and if I get the full card on the first day, I might have used these bigger lures. But for the moment I'm still struggling to make that 1 pike and 1 perch. So I go for the bait that are potentially they are going to bring me more bite than the big lures. That's about the strategy, and now we make it happen. Liebe Angelfreunde, vom 1. bis zum 3. Dezember findet die Angelwelt in Berlin statt. wir von Hecht und Barsch sind mit einem Riesenstand und einer Top-Mannschaft für euch vor Ort. Neben Glücksrad, YPC Lounge, anderen Aktivitäten Wird es permanente Köderpräsentationen von Top-Anglern wie Simon Thorenweg, Enrico Di Ventura Johannes Gasser und Christian Wienicke am riesigen Savage Gear Präsentationsbecken geben. Auch andere Marken sind mit ihren YPC-Anglern bei uns am Stand. Ton van Ham für Westin, Luis Mendes für Monkey Lures, Babs Kiewski für Berkeley Paolo Baragioli für Mollix, Patrick Marable für Fox und viele weitere bekannte Teamangler tummeln sich bei uns am Stand. und freuen sich auf einen Plausch mit euch. Doch auch auf vielen anderen Ständen Könnt ihr YPC-Stars und YouTuber treffen. Dustin, Felix und Broseph findet ihr bei Naze. Johannes Dietl, Markus Eule und viele andere bei ZEC, Didi Isaias und Lü Coppens bei Westin, Sascha Totenhausen, Basti Bienapfel und Florian Hasselflug bei Stroft, Yoshi und Maxi bei Garmin, Frederik Joyon bei Adventa, Fonso von Eul bei Bullseye. Christopher Jung bei Shimano und viele, viele mehr. Am Sonntag, den 3.12. um 13 Uhr Gucken wir gemeinsam die letzte Halbfinalfolge des YPC. Und sehen, welche Angler ins Finale einziehen. Völlig egal, wo ihr wohnt, kommt unbedingt vorbei. Es wird krass.
So sieht er also aus. Der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert von über 200 €. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten, den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. And my gut feeling is telling me to go somewhere else, but my plan is telling me to stay here. So, what I could do is keep both of them happy and do the same thing at another spot. We've got an hour. Oh God, I can't decide. But at this point the lure is not in the water. And if I'm gonna drive, I'll lose another, you know, I don't know, 5 minutes, 10 minutes or something. So I'm not gonna be a smart ass. I'm gonna be a fisherman. Although not a massively successful one. We'll just keep going. Die letzte Stunde ist angebrochen, noch immer ist Dietmar der ärgste Verfolger des Führungstrios. Ein kleinerer Fisch, egal welche Art, würde ihn immer noch in die nächste Runde bringen. Der Leidtragende wäre, Stand jetzt, Enrico. Eine pikante Situation, zumal sich die beiden offensichtlich einen ähnlichen Plan für die Schlussphase zurechtgelegt haben. Dietmar, wie viel Abstand muss man haben? So viel Zufall gibt's ja gar nicht. Wie viel Abstand? Ich weiß es nicht. Hä? Keine Ahnung. 10? Das sind wohl 10. Ja, nach unserem Spotwechsel hat wohl auch Didi einen Spotwechsel gemacht. Oder wahrscheinlich währenddessen. Und ja, jetzt sind wir am gleichen Platz. Spannender geht's ja kaum. Da fährt man durch ganz Holland und hofft noch auf einen letzten Platz. Und da ist der Enrico da. So klein kann Holland sein. Aber ist doch schön, Dietmar. Ich glaube, wir waren noch nie zusammen angeln, oder? Jetzt ja, indirekt. Das hier ist die mieseste Kante der Welt, Leute. Ich sag's euch. Die Tabelle ist verdammt eng. Sollten Didi und Enrico, die jetzt nebeneinander fischen, beide noch upgraden können, wäre plötzlich Jonas raus. Der versucht aber natürlich ebenfalls, seine Ausgangslage nochmal zu verbessern. So, wie ihr seht, es geht wieder auf Zander und Barsche wieder. Hier habe ich im letzten Jahr im Halbfinale einen großen Fisch verloren. Wir werden jetzt noch mal ein paar Brücken, die wir schon gefischt haben, versuchen, weil ich habe die größte Hoffnung jetzt einfach, dass hier irgendwo noch mal so ein Mitte 50er Zander irgendwo steht, der, glaube ich, enorm wichtig wäre. Es wird jetzt wieder Brückenhopping gemacht, also 10 Würfe hier an der Brücke, 10 Würfe da an der Brücke und immer weiter. Mal schauen, ob noch irgendwo ein Fisch kommt. Ah, feel good. I feel good. Yes. Oh. Yes. Yes. Perch. Perch. Big perch. Oh. Yes. Yes. Oh, man. Man. Look at this. Look at this. Oh. 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 Ah. Ah. Never give up. Never give up. Man. Oh. Oh. Woo.
Come on, baby. Come on. Look at this. Look at this. She followed it down to the grass. I missed it first and she followed down to the grass. I dropped it on the bottom and then she just hammered it. Look at this one. How wide? 50? 50? 50? Man. Yes. Okay, baby. $50. That was a long time I didn't make a 50. Woohoo! Sometimes you just need to get a little bit of help. Never give up. Never, never. Guys, can I make a comeback or not? Das auf jeden Fall. Doch für ein Happy End muss Fred noch einen kleinen Schritt gehen. Nach diesem Traumbarsch würde dem Franzosen bereits ein 53er Hecht für Platz 3 und ein 61er für Platz 1 reichen. So eng ist die Tabelle hier. 50. 50. Ja, ihr Lieben, die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Ich habe nochmal auf einen Jig gewechselt, werde hier nochmal ein bisschen rumplömpern. Vielleicht kriegen wir noch einen Barsch, vielleicht einen Zander. Aber es sind echt taffe Bedingungen heute. Wirklich, mit der Sonne, die brennt hier runter. Immerhin ist ein bisschen Wind da, das Wasser ist glasklar. Also schwierig, schwierig. Fisch. Kleiner Barsch. Komm, wir gehen einen kurzen Fußmarsch zum Viadukt. Da haben wir noch ein bisschen Schatten. Kann nicht wahr sein. Yeah, that's fish. Oh, that's a big one. Oh, we need to get there. I don't know what's happening. It's either a big pike but probably a foul hook brim or something. Good, it's off. 5 Minuten. Come on, come on. Oh, I don't know what it was. Da ist er. Ja. Ja. Bam, boom, bang. Bam, boom, bang. Das ist ein Upgrade. So, Leute. Ich glaube, der wird auf jeden Fall mal abgegradet jetzt was. $37,5, 38. Ah ne, sorry, ja. Ja, 37. Jonas bringt sich in Sicherheit. Ganz kurz vor Schluss holt er sich die Tabellenführung zurück und erreicht damit auch die nächste Runde. Doch wer folgt ihm? Einen guten Fisch sehen wir heute noch. Von Flo allerdings nicht. Er ist mit seiner Angelzeit durch. Ja, Leute, das war's. Was ein tougher Tag nach einem phänomenalen ersten Tag. Heute dann so einen toughen Tag gehabt. Immerhin ein Hecht erwischt, ein Barsch erwischt.
beide hätten ein bisschen größer sein dürfen. Aber beide Fische haben, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, meine Scorecard verbessert. Das ist natürlich super. Ob es am Ende reichen wird, ich glaube tatsächlich nicht. Wahrscheinlich wird es ein 4. oder 5. Platz. Aber schauen wir mal nachher bei der Siegerehrung. So I had a steep challenge today to catch 5 fish, 1 perch, at least 1 zander and 3 other fish. And we thought we had a really good plan. Catch 1 or 2 zander in the morning and then dredge this part and get some fish out. And the morning plan unfortunately failed big time. The afternoon plan did work out perfectly. Caught 3 fish, caught a super nice perch, which I'm very happy with. 2 pikeys and then that big carp that we hooked, which was at least a little bit funny. And unfortunately, the bite didn't progress towards the afternoon. So that's it for me. 4 fish, few undersized one, a foul hooked carp, blisters under my feet, and it's time for a cold beer. Let's go. Das war richtig schwerer Tobak heute für mich. Die volle Karte habe ich leider nicht geschafft und das bedeutet auch das Ende für dieses Jahr beim YPC Bank. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, mich zu begleiten. Es gab ja nicht so viele Fische, es waren ein paar schöne Fische dabei, aber irgendwie war trotzdem der Wurm drin. Meine Stellen haben zwar sicherlich Fische beinhaltet, allerdings wollten sie nicht so beißen, wie ich das gerne hätte. Allen Teilnehmern wünsche ich noch viel Petri, die weitergekommen sind. Vor allen Dingen meinem Kollegen Ton. Der soll hoffentlich den Pokal wieder nach Westin bringen. Ansonsten viel Spaß noch beim Zuschauen. Macht euch eine schöne Zeit und wer will, der kann ja auch mal bei mir auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. In diesem Sinne, bleibt mir gesund und gewogen, euer Didi. Und vielleicht sehen wir uns beim YPC Boot. Bis dahin, tschüss. For the first day was really bad for me. I made wrong choice and almost didn't fish correctly. And after I struggled, but I came back and found a fish yesterday on the first day. Today, again, the wrong fish. I struggled for the perch and the pike. Pike, I get a chance this morning on top water. Maybe I should have put more effort in pike and less in perch, but who cares when you get a 50? So thanks for watching, thanks for the support, and let's see if by any luck again I make it to the final, to the qualification. Let's go. Ich habe leider das, was ich erhofft habe, nicht umsetzen können. Ich glaube, es wird auch nicht gereicht haben. Also die Jungs hatten einfach zu krasse Fische in der Wertung. Also ja, klar, das war jetzt nochmal cool. Das war jetzt nochmal ein kleines Upgrade. Der Barsch jetzt wirklich in der letzten Minute, in den letzten 5 Minuten. Ich muss gleich selber mal rechnen. Ich glaube, der 67er Hecht ist der kleinste Fisch. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Quantum, dass ich nochmal die YPC Bank fischen konnte. Danke an Hecht und Barsch. Danke an die ganzen Jungs, die mich unterstützt haben. War geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht sieht man sich ja bei irgendeinem anderen Wettbewerb. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Alle haben sich verabschiedet, doch einer fehlt noch. Fisch, Leute, Fisch! Oh, ein starker Zander. Starker Zander. Starker Fisch. 63. Da beißt er so spät. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Ein Prachtexemplar. Der geht jetzt zurück. Leute, was für ein Tag. Ich bin fix und fertig. Ein schöner Zander, der Enrico die Tabellenführung beschert hätte. Denn anders als bei Dustins Meter 26 Hecht, der ebenfalls nach 16 Uhr gelandet wurde, kam der bis hier, wenn auch ganz knapp, nicht mehr vor 16 Uhr, was vom Schiedsrichter nach Ansicht des Videomaterials noch am Angelplatz zweifelsfrei belegt werden konnte. Am Auto angekommen ist Enrico entsprechend enttäuscht. Jetzt zurück am Auto.
habe ich das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Ich muss sagen, dass es natürlich, ich glaube, der unglücklichste Angeltag in meinem Leben gewesen ist. Also, dass der Fisch dann so spät beißt, ist natürlich mehr als unglücklich. Ganz kurz war ich ziemlich euphorisch und hatte irgendwie gehofft, es ist doch noch nicht 4, aber es war eine Minute nach 4. Von daher ist der Fisch leider zu spät gewesen, aber so ist das. Das ist Angeln. Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken bei denjenigen, die für mich die Daumen gedrückt haben, aber auch diejenigen, die mit mir trainiert haben. Micky, Leute, die mir Spots gegeben haben, ja, auch natürlich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Sie wären zu viele, um sie jetzt aufzuzählen tatsächlich. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgegangen ist. Die Urteilsverkündung wollte ich gerade sagen. Aber der Punktestand, der wird ja jetzt gleich erst verkündet. Und nochmal, ich glaube, dass ich ohne diesen Zander nicht weiter bin. Der Hecht war zwar sehr stark, da habe ich mich auch riesig drüber gefreut, aber ich glaube, dass er zu klein ist. Also Leute, wir sehen uns gleich bei der Siegerehrung. Euch allen da draußen ein cooles, spannendes, aufregendes, weiteres YPC 2023. Wahrscheinlich ohne mich. Ich muss realistisch sehen, aber dafür natürlich mit umso härteren, krasseren und in diesem Fall auch besseren Anglern. Also, macht's gut, bleibt gesund und Petri Heil. Ciao. Ob wir je eine Siegerehrung erlebt haben, bei der alle 6 Angler eher vom Ausscheiden als vom Weiterkommen ausgegangen sind? Wir sind auf die Reaktionen gespannt. Okay, I guess everyone is excited for the results. We're gonna make it quick. Today the fishing was very bad. On the first day it was quite good. We saw many fish on the first day. Second day was much harder. For one angler it was a bit the other way around. First day wasn't very good, second day much better. But the Dutch curse continues and we won't see a Dutch angler in the semi-finals. But congratulations to a great perch today and thanks for participating. Thank you so much. We're gonna continue with the winner of this group. Last year he almost made it to the finals and this year he's still in the race. Maybe he goes in the final for this time. Congratulations for winning this group, Jonas Töllner. We are all still waiting for the first fish in a YouTube Predator Cup on a fly, and we still have some hope in this tournament because Flo Hassenflug makes it to the next round and we hope that we're gonna see a catch on the fly. So that means we have 3 anglers left, 3 veterans, maybe the most experienced anglers in this tournament. Dietmar caught the biggest Zander of this group, Enrico caught the biggest pike of this group, and Fred caught the biggest perch of this group today, perch of 50 centimeters. Congrats, Fred. Enrico caught a Zander of 63, 1 minute too late today, so it doesn't count. But since Dietmar and Fred could not fill their card, Enrico still makes it to the next round. Congratulations. Whoa! Whoa! No! No! Wow! So sehen überraschte Gesichter aus. Während wir uns von Alex, Didi und Fred verabschieden müssen, komplettieren Jonas, Flo und Enrico das zweite Halbfinale, indem sie es mit Ton, Veit und Sami zu tun bekommen. Nächsten Sonntag beginnen wir aber zunächst mit der Halbfinalgruppe 1, in der Dustin Schöne, Landry Rosens, Herbert Ziereis, Marc Patschowski, Patrick Marable und Markus von Eu um die ersten 2 Finalplätze kämpfen. Bis dahin freuen wir uns über Likes und Kommentare sowie Support in Form von neuen Abonnenten auf luredrop.de, Online-Shopping-Touren in unserer YPC-Kategorie und LMAB-Käufen im Fachhandel. Wir sind übrigens sehr happy darüber, dass wir endlich die
100.000 Abos auf YouTube geknackt haben. Danke und ciao!